Hallo nochmal. Das Thema meiner Präsentation lautet Computerspiele oder soll man Computerspiele spielen? Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Anschließend werde ich über die Vor- und Nachteile sprechen und zum Schluss sage ich Ihnen meine eigene Meinung. Nun komme ich zu meinen persönlichen Erfahrungen. Ich habe schon als kleines Kind gerne Computerspiele gespielt. Mein Bruder hat mir damals gezeigt, wie das funktioniert, und ich fand es sofort spannend. Heutzutage spiele ich oft mit meinem Smartphone und finde es toll, dass man dabei über das Internet mit vielen Menschen auf der ganzen Welt verbunden sein kann. Was die Situation in meinem Heimatland, der Türkei, betrifft, so sind Computerspiele und Mobile Games bei Kindern und Jugendlichen extrem beliebt. Viele verbringen mehrere Stunden am Tag mit ihrem Smartphone oder der Spielkonsole, um Online-Spiele mit Freunden zu spielen. Auf der anderen Seite sind viele türkische Eltern oft besorgt über diesen Trend. Sie möchten lieber, dass ihre Kinder mehr Zeit draußen verbringen, Sport treiben oder sich auf die wichtigen Schulprüfungen vorbereiten. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Ein großer Vorteil ist, dass man beim Spielen viel lernen kann. Es gibt interessante Strategie- oder Detektivspiele, die das logische Denken fördern. Außerdem kann man durch Online-Spiele sogar seine Fremdsprachenkenntnisse verbessern, da man oft auf Englisch oder Deutsch kommunizieren muss. Auf der anderen Seite gibt es erhebliche Nachteile. Wenn Kinder zu viel spielen, sitzen sie nur noch zu Hause und bewegen sich kaum, was zu Übergewicht führen kann. Zudem schadet das stundenlange Starren auf den Bildschirm den Augen. Ein weiteres großes Risiko ist, dass Computerspiele süchtig machen können, sodass Jugendliche ihre Hausaufgaben oder sozialen Kontakte vernachlässigen. Meiner Meinung nach spricht nichts dagegen, Computerspiele zu spielen, solange man es nicht übertreibt. Man sollte eine gesunde Balance finden und vielleicht maximal 1 Stunde pro Tag vor dem Computer sitzen. Die Bewegung an der frischen Luft sollte auf keinen Fall zu kurz kommen. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch Fragen?